Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute gibt es ganz wunderbare Mondschnecken. Mit nur wenigen Zutaten gelingen sie wunderbar saftig, fluffig und sind wirklich einfach köstlich. Sie sind perfekt, wenn sich kurzfristig Besuch ankündigt oder wenn ihr bei Lieben etwas Leckeres servieren möchtest. Das Beste daran, ihr könnt sie ganz nach euren Wünschen süßen, von dezent bis richtig schön süß. Die sind richtig lecker. Und wir können sie ganz nach unserem Geschmack verfeinern, wie mit Rosinen, Vanille, Zitronenabrieb oder gehackten Nüssen. So benötigen wir eine Rolle Blätterteig, die kommt vorzeitig als allererstes aus dem Kühlschrank. Und gleich zu Beginn kommt die Hauptzutat ins Spiel, der Mohn. Wir lieben ihn und verwenden deshalb 250 Gramm gemahlenen Mohn. Wenn ihr den Geschmack etwas reduziert und milder haben mögt, könnt ihr die Menge auch ganz einfach auf 150 Gramm reduzieren. Und da alles Süßes etwas Herbes benötigt, gibt es eine kleine Prise Salz. Meines ist natürlich rieselhilfefrei. Als nächstes geben wir 1,5 Teelöffel unseres selbstgemachten Vanillezuckers dazu. Du kannst natürlich auch gekauften nehmen. Dieser verleiht der Füllung ein wunderbar feines Vanillearoma. Und da es super einfach ist und ich euch wieder einmal etwas zeigen möchte, wo ihr euch einen Haufen Geld sparen könnt, brauchen wir 75 Gramm Puderzucker. Diesen kannst du natürlich teuer kaufen oder ihn ganz easy selbst herstellen. Das Ganze mit Hilfe einer Gewürzmühle, die alles andere als teuer ist. Und natürlich kannst du die Menge des Zuckers genauso variieren, wie du es möchtest. Der Mixtopf kommt dann auch auf die Mühle und binnen weniger Sekunden wird aus Zucker Puderzucker. Ich sag dazu immer gerne, it's magic, denn es dampft immer so schön. Im Anschluss daran gebe ich erstmal die Hälfte des Puderzuckers zum Mohn, denn beim Abschmecken wird man dann feststellen, ist es süß genug oder darf es noch etwas mehr sein. Nun benötigen wir etwa 2,5 Esslöffel unseres selbstgemachten Schmanns. Du könntest natürlich auch gekauften nehmen oder auf Frischkäse und auch Joghurt zurückgreifen. Allerdings verlinke ich dir jegliche Rezepte und auch mein gesamtes Arbeitsmaterial in der Infobox. Schau dir gerne alle anderen Videos zum Thema Selbstgemacht statt Fertigprodukt an. Nun wird die Masse einfach kräftig miteinander durchgerührt. Dazu reicht in der Regel eine Gabel. Solltest du beim Vermengen genauso wie ich feststellen, dass die Masse sehr trocken ist, gebe noch 50 bis 100 Milliliter frische Milch hinein. Denn die zugefügte Feuchtigkeit hängt letzten Endes mit deinem benutzten Produkt zusammen. Dann kommt die Milch ohne weiteres zu der Mohnmischung und wird ebenso kräftig miteinander verrührt. Sobald die Masse dann so schön miteinander verbunden ist, ist der richtige Zeitpunkt, um sie zu probieren. Für mich selbst kommt der restliche Zucker hinein. So sind es nun insgesamt 75 Gramm Zucker. Übrigens, anstatt ihr Zucker lieber Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft verwendet, bleibt eurem persönlichen Geschmack überlassen. Von Zuckeralternativen halte ich wenig, aber das darfst auch du selbst für dich entscheiden. Tatsächlich verarbeitet unser Körper sie zwar unterschiedlich, am Ende liefern sie jedoch alle Zucker und damit Energie. Deshalb gilt, entscheidend ist nicht nur, womit man süßt, sondern vor allem, wie viel man davon verwendet. Deshalb lieber auf eine bewusste und maßvolle Süße setzen. Nun können wir die Mohnmischung ruhig ein wenig auf die Seite stellen, dass er sich auch schön vollsaugt und ein wenig Platz auf der Arbeitsfläche schaffen. Nun ist der richtige Zeitpunkt, um den Backofen auf 160 Grad vorzuheizen. Nun benötigen wir die zimmerwarme Blätterteigrolle. Wenn sie zimmerwarm ist, lässt sie sich einfach am leichtesten ausrollen. Wenn du ein Talent dafür hast, könntest du ihn auch selber machen. Ich bin immer noch am Üben und Trainieren damit. Übrigens lohnt sich auch beim Blätterteig ein Blick auf die Zutatenliste. Je weniger Zutaten vorhanden sind, das wäre Mehl, Butter und ein hochwertiges Fett, Wasser und etwas Salz, reicht dabei voll und ganz aus. Und wer Wert auf guten, wertvollen Geschmack legt, greift am besten zu Blätterteig mit Butter statt mit pflanzlichen Fetten wie Palmöl. Nun wird die Mohnmischung einfach gleichmäßig dünn auf dem Blätterteig verteilt.
Ich finde, das geht am besten mit einem Teigschaber. Und hier in diesem Fall natürlich in erhöhter Geschwindigkeit, dass du das bestmöglichst nachvollziehen kannst, ohne dass es hoffentlich langweilig wird. Dabei achten wir darauf, dass wir zum Rand etwa 1 cm Platz lassen. Seid doch so lieb und verfasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr dieses Rezept findet. Nicht nur ich freue mich darüber, sondern auch der Algorithmus und ist eine kleine Unterstützung für meinen Kanal. Genauso wie eine kleine Kanalmitgliedschaft. Dort erfahrt ihr ab und an ein paar Neuigkeiten. Nun wird der Blätterteig quer eingeschlagen und dann eingerollt. Wenn du allerdings große Mondschnecken haben möchtest, machst du das längs. Das hängt wirklich letzten Endes von der Dicke der Rolle ab. Und hier ein kleiner Trick 17. Manchmal lohnt es sich, mit dem Teigschaber nachzuhelfen, einfach weil der Blätterteig unglaublich an dem Papier klebt. Sollte am besten noch der Abschluss verschlossen werden, sodass die fertigen Schnecken beim Ausbacken nicht anfangen auszutreiben. Nun richten wir uns unser Backblech und schneiden uns aus der Rolle etwa 1 bis 1,5 cm dicke Scheiben ab. Dabei sollte man nicht drücken, sondern wirklich schneiden. Deswegen sollte zum Schneiden am besten ein scharfes Messer verwendet werden und säubert die Klinge zwischendurch immer wieder. Als zusätzlicher Profi-Tipp, wenn die Rolle vor dem Schneiden 15 Minuten im Kühlschrank ruht, wird die Rolle auch etwas fester. Dadurch lassen sich dann besonders saubere und gleichmäßige Schnecken schneiden und behalten ihre schöne Form und die Füllung bleibt vor allen Dingen an Ort und Stelle. Die einzelnen Plunderteilchen werden jetzt mit etwa 2 cm Platz aufs Backblech gegeben. So kann die Luft auch gut zirkulieren und sie knusprig ausbacken. Genauso ähnlich sollte das dann auch bei dir aussehen. Nun brauchen wir als nächstes ein Eigelb und einen Schuss Milch. Das Eiweiß können wir andersweitig, zum Beispiel zum Frühstück, verwerten. Nun werden noch das Eigelb mit der Milch fest verquirlt. Die einzelnen Teilchen werden dann mit der Eigelb-Milch-Mischung eingestrichen. Dabei kann man sie auch noch mal ein wenig in Form bringen. Sobald die Schnecken dann soweit eingepinselt sind, können sie auch in den vorgeheizten Backofen, und zwar für etwa 20 bis 25 Minuten. Und wunderbar wohlig duftend kommen sie dann auch aus dem Backofen raus und sehen wirklich fantastisch aus. Herrlich, genauso sollen sie sein. Und zum Auskühlen geben wir sie auf ein Gitterrost. Auch die Schnecken des zweiten Backblechs kommen natürlich auf den Gitterrost. Und im Anschluss daran sollten die Mondschnecken vollständig auskühlen. Nun ist es letzten Endes Geschmackssache, ein bisschen Puderzucker fürs Auge oder auch nicht. Sobald sie ausgekühlt sind, zeige ich sie euch noch, wie sie beim Auseinanderbrechen aussehen. Und geschmacklich sind sie wirklich hervorragend und für jeden, der Mohn liebt, absolut perfekt. Die sind richtig lecker. Und nun wünsche ich dir noch viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!